So, schön, dass ihr dabei seid. Es geht weiter in Escort von Model Icons. Model Icons sagt vielleicht euch nicht allen was, aber es ist eigentlich ein Sunster. Ne? Nur die haben halt ihren Namen da drauf geklatscht und die haben dann halt so ein paar Modelle rausgebracht, die Sunster nicht rausgebracht hat. Unter anderem ein Jaguar und den hier. So, der ist eigentlich fast nahezu baugleich wie mit dem Sunster. So, man kann die Türen öffnen, man kann die Motorhaube öffnen und den Kofferraumdeckel öffnen. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil ein Spiegel fehlt. Einer ist abgebrochen und ist bei. Antenne fehlt, Scheinwischer fehlt und der hat Gebrauchsspuren. Also deswegen ist er hier eigentlich auf dem Schrott gelandet. Wohl verdient. Ne? Irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. So, wir fangen auch direkt an zu zerlegen. Dieses Modell kostet um die 50 bis 80 Euro, je nachdem, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie ihr halt Glück habt. Ne? Es ist eigentlich nur immer so eine Pauschalrechnung von mir. Weil es gibt Leute, die bezahlen, kriegen den auf dem Trödelmarkt oder bei eBay Kleinanzeigen, kriegen den für einen 20 und andere haben die Arschkarte, müssen 100 dafür bezahlen. Ne? Deswegen sage ich, der Durchschnittspreis halt. Ne? Also ich selber habe den auch relativ günstig bekommen, ist schon zwar sehr lange her, aber ich habe den bekommen. Ich kriege die ja eh meistens immer günstiger, sagen wir mal so. Mit dem Hintergedanken, dass ich die halt zerlege. Oh, geht doch. Geht doch. Die Zusatzscheinwerfer immer als erstes abmachen hier. So. Schmutzfänger gehen hier auch raus. Einer. Zwei. Oh, die beiden vorderen Schmutzfänger fehlen auch. Also langsam kommen die Mängel, ne? Oh, scheiß Ding, ey. Ich versuche gerade die Stoßstange vorne mit den Blinkern abzubekommen. Also die Stoßstange geht ab, die Blinker aber nicht. Aber dazu gleich mehr. Ich versuche gerade alles abzubekommen, was ich so abbekomme. So. Die Felgen sehen so komisch aus, ne? Die sehen so klein aus. Schleifen auch im Radkasten. Und die eine Tür geht nicht richtig zu. Und der ist nicht schön auslackiert unten. Na, jetzt kommt die ganze Menge. Viele Leute sagen ja, oh, immer das Modellauto, schenke es mir. Nein. Wo soll ich hier Modellautos verschenken? Nicht Mutter Teresa. So, ich meine, Mutter Teresa hat auch gerne Modellautos verschenkt. So viel ich. Also, bis jetzt nicht. Irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen. Ich habe ja auch dafür Geld bezahlt. Ja, in letzter Zeit kriege ich immer so komische Kommentare, wo man sich wirklich so ein bisschen am Kopf packt. Und fragt, Alter, stimmt nicht mit euch. Ich soll das an ein Kinderheim schenken. Ich soll das denjenigen schenken. Also es geht immer um Schenken, ne? Schenken, schenken, schenken. Alles umsonst. Ich will ein Kinderheim schenken. Ja super, soll ich kaputte Modellautos in Kinderheim schenken? Was für ein Assi wäre ich denn? Wenn, dann verschenke ich gute Autos. Schöne Autos. Aber bestimmt keine kaputten. Das ist Assi, echt. Oh. Hier habt ihr kaputte Modellautos, will kein Arsch haben. Und was machen die Kinder damit? Die machen das komplett kaputt. Im besten Fall. Dann ist es doch besser, wenn ich die bekomme. Ich zerlege die und ihr könnt die Ersatzteile kaufen. Ne? Das ist doch ein bisschen cleverer. Das wäre ich so voll geheim. Na egal. Ja, wie halt, solche Kommentare häufen sich jetzt in letzter Zeit. Oder böse Smileys. Nicht im nächsten Auto. Ah. Oh ja, ey. Ich schmeiß die danach alle weg. Alle in die Mülltonne. Oder ob ich die Modellautos gratis bekomme. Ja klar. Ich bin ein Kinderheim. Deswegen kriege ich die gratis.
Mein Gott, ich komme nicht an diese verkackte Schraube dran. Die ist genau unterm Rad. Typisch Sunstar, ne? Ich hasse das. Sunstar hat echt so ein übles Talent, die Schrauben an so beschissenen Positionen zu machen. Da muss man sich echt hinterfragen, wer ist bei denen auf diese Idee gekommen. Ich meine, gut, man sieht die Schraube nicht, ne? Aber Blödsinn. Eine Schraube. Noch eine Schraube. Ist hier hinten auch? Na, hier hinten sind anscheinend keine Schrauben. Toll, die Schraube ist nicht ganz gelöst. Aha, jetzt hat's Klick gemacht. Oh mein Gott. Nervigen Schrauben. Ist sehr gut. Geht doch. Oh, Überrollkäfig. Wenigstens hat er eins. Oh, Gurte hat er sogar. Hier, und 2 Schrauben, die die Innenausstattung festhalten. Und ein Tank. Cool. Gurte, Tank. Alter, ey, was stimmt nicht mit denen? Warum machen die auf einmal so ein gutes Modellauto hin? So. Coole Innenausstattung, ne? Aber warum der nur einen hat? So, weiter geht's. Jetzt muss man die Achsen lösen, um an die Schraube vom Motor dran zu kommen. So. Wieder knapp an der Lieblingshand vorbei. So. So, das sind die Felgen. Das ist so eine Art Babyblau, Himmelblau. Ich weiß, es kommt jetzt durch den Licht jetzt nicht so cool rüber, sieht aber ganz gut aus. Die Ölwanne, das ist ein Teil der Unterboden und geht nicht mit ab. Das ist, seht ihr, ein Teil. So. Also bis jetzt zerlegt er sich relativ einfach, nur sehe ich jetzt gerade zum Unterschied zum Sunstar, dass die Scheiben genietet sind. Sunstars sind normalerweise nicht genietet. Ja, das war mir klar, ne? Serien-Armaturenbrett, kein Rallye-Armaturenbrett, aber dafür ein Rallye-Lenkrad drauf gemacht. In der Hoffnung, dass das keiner auffällt.
keine Zinkpest. Einige Sunstar Modelle haben nämlich Zinkpest. Schöner Kofferraumdeckel. Rotmann, so sogar mit Zigarettenwerbung. Ui, ui, ui. Oh, die Scheibe ist aber sehr dünn. Seitenscheiben sind sehr dünn. Guck mal, direkt eine Ecke rausgebrochen. Jetzt nicht. So. Scheinwerfer. Die Heckscheibe und die Windschutzscheibe muss ich gleich rausdrehen. Rücklichter. Oh, sehr ergiebig dieses Modell. Für mich als Teileausbauer, Schraubplatztyp Types natürlich sehr lukrativ. Sekunde. Hier hängt noch ein bisschen Dodge Charger noch dran. So. So, das gehen wir einfach. So, Hutablage raus, Windschutzscheibe gerettet. Blinker. Blinker sind wichtig. Und da sind wir auch fertig. Fertig mit dem Escort-Line. Ich muss sagen, ein cooles Modell für relativ fairen Kurs. Man hat das Glück, dass das Modell Icon halt noch nicht so bekannt ist. Dann kriegt man den hin und wieder noch als Schnäppchen. Ne? Also wie gesagt, Augen auf. Es ist ein gutes Auto. Bis jetzt habe ich noch keinen gehabt mit Zinkpest. Das ist aber auch nicht mein erster Icon. Und ja, cooles Modell für einen fairen Kurs. Ne? Da macht man nichts falsch. Danke fürs Zugucken.